Hallo liebe MondkraterbezwingerInnen! In diesem Video möchte ich euch die Linux-Distribution Alpine Linux genauer vorstellen. Alpine Linux unterscheidet sich dabei wesentlich von anderen Linux-Distributionen, die ihr bereits kennt. Zum einen setzt Alpine Linux im Gegensatz zu den meisten Distros statt auf die glibc auf die muzzlib. Darüber hinaus kommen nicht die GNU-Tools zum Einsatz, sondern BusyBox. BusyBox ist eine einzige Binary und die enthält all die wichtigen Tools, die du täglich brauchst, wie zum Beispiel ls, cat und vieles mehr. Das ist ein bisschen im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen und ich erinnere mich da immer an ein Erlebnis, das ich mit dem werten Herrn Richard Stallman hatte, als wir einmal bei uns an der Universität ein Event mit ihm veranstaltet haben. Wir haben vor dem Eingang dieses Events einen Stand aufgebaut und dort unsere Linux-Tage, die wir regelmäßig durchgeführt haben, vorgestellt. Dann kam nach dem Vortrag der Richard aus dem Vortragssaal raus, hat dann unseren Stand gesehen, Linux-Tage, und war dann ganz zornig. Und er hat gemeckert, nein, das heißt GNU Linux, nicht Linux. Ihr dürft nicht einfach nur Linux sagen. Und wir so, okay, alles klar. Hier bei Alpine Linux ist es aber eine Distribution, wo ihr guten Gewissens einfach nur Linux sagen könnt, denn da sind gar keine GNU-Tools standardmäßig drin. Also, das ist wirklich eine Ausnahme, es hat aber auch einige Nachteile. Zum Beispiel laufen nicht alle Programme, die mit der glibc kompiliert wurden, ohne weiteres. Ganz viel funktioniert aber und viel könnt ihr dann auch mit Flatpak oder Ähnlichem überbrücken. Ich möchte euch heute die Installation von Alpine Linux kurz vorstellen und wir wollen versuchen, gemeinsam einen lauffähigen Alpine Linux Desktop hinzubekommen. Dazu wählen wir als erstes mal die Webseite alpinelinux.org im Browser an und klicken dort auf den Downloads-Bereich. Ihr seht hier schon verschiedene Versionen. Es gibt einmal die Standard Edition, Extended und Netboot. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Standard Edition, denn die bietet alles, was wir brauchen. Und den Rest können wir nachher mit dem APK Paketmanager hinzufügen. Hier wählst du als allererstes mal die ISO für deine Architektur. In den meisten Fällen ist das x86-64. Wenn du allerdings noch einen alten Computer wie einen Netbook hast, dann kann es sein, dass da nur die x86-Version drauf läuft. Alpine Linux steht wirklich noch für 32-Bit zur Verfügung. Das ist heute schon eine Seltenheit und ich nutze das zum Beispiel ganz gerne auf meinem alten EEE-PC, denn das läuft da noch super flüssig. Denn Alpine Linux ist nicht nur modular sicherer als viele andere Distributionen, sondern auch sehr, sehr, sehr schlank und ressourcensparsam. Also nachdem du diese ISO-Datei hier heruntergeladen hast, dann kannst du die auch schon zur Installation wählen. Ich habe hier bei mir zur Installation eine VirtualBox aufgesetzt und dort die ISO bereits angehängt. Wie das Ganze aussieht, wenn wir die starten, das schauen wir uns jetzt hier gemeinsam an. Als allererstes wird dir vielleicht auffallen, dass hier nicht das sonst übliche Systemd zum Einsatz kommt, also das Systemd-Init-System, sondern OpenRC. OpenRC ist bekannt aus dem Gentoo-Projekt und kommt dort seit vielen Jahren zum Einsatz. Es ist auch sehr schlank, sehr modular und einfach zu bedienen. Hier von der Live-ISO können wir starten und uns als erstes mal mit dem Benutzer root anmelden. Dort wirst du natürlich nicht nach dem Passwort gefragt, denn das ist nur die Live-ISO. Die solltest du zur Installation und zum Beispiel als Rettungssystem verwenden. Als allererstes wird hier aufgeführt, dass es einen Befehl zur Installation gibt, nämlich den Befehl setup-alpine. Den wollen wir als allererstes auch mal ausführen. Beachte bitte, dass hier nämlich als allererstes das Tastaturlayout noch in Englisch ist. Du musst also zum Teil vielleicht die entsprechenden Tasten suchen. Setup-alpine. Jetzt gebe ich hier mal Enter ein und jetzt kann ich schon das richtige Tastaturlayout für mich auswählen. Ich habe hier jetzt im Augenblick eine deutsche Tastatur und wähle daher DE. Wenn du zum Beispiel eine schweizerdeutsche Tastatur hast, könntest du an dieser Stelle CH eingeben. Ich sage DE und Enter. Jetzt könnte ich noch eine Variante angeben. Ich gebe hier jeweils DE minus no-det keys ein. Und damit erreiche ich, dass auch sowas wie Umlaute bei mir sauber dargestellt werden. Jetzt werde ich nach einem Hostnamen gefragt und zwar in der Fully Qualified Form. Fully Qualified heißt der Hostname gefolgt vom Domainnamen, gefolgt von der Top-Level-Domain.
Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, ich könnte jetzt hier wählen, alpine.vm.domain.example. Ich sage jetzt hier Enter. Jetzt kann ich ein Netzwerkinterface angeben. Ich habe jetzt hier eine VM, dort habe ich das Netzwerkinterface ETH0. Vielleicht hast du aber auch einen Computer mit WLAN, dann kannst du das entsprechende Wireless-Interface hier auswählen. Denn Alpine Linux unterstützt bei der Installation schon die Verbindung zu deinem WLAN. Das ist super und damit kannst du zum Beispiel dein Netbook ganz schnell und einfach installieren. Ich gebe jetzt hier mal ETH0 ein, also ich kann einfach Enter drücken, denn das ist bereits vorausgewählt. Jetzt kann ich noch angeben, wie ich jetzt eine IP-Adresse beziehen möchte. Standardmäßig geben Router im Heimnetzwerk IP-Adressen per DHCP aus. Ich gebe jetzt hier also DHCP ein, also einfach wieder Enter, wenn das als Default eingestellt ist. Jetzt könnte ich noch manuelle Netzwerkkonfiguration vornehmen. Das muss ich jetzt nicht. Ich sage jetzt hier also Nein und alles ist gut. Jetzt versucht er schon mit dem MÜ-DHCP-C, also das ist wirklich eine ganz kleine, leichtgewichtige DHCP-Client-Implementierung, die IP-Adresse zu beziehen. Und ich sehe auch schon, aha, es ist erfolgreich gelungen. Jetzt fragt er mich nach meinem Root-Passwort. Das gebe ich jetzt hier an und muss es wiederholen. Während der Eingabe wird es mir natürlich nicht angezeigt. Hier kann ich jetzt eine Zeitzone auswählen. Ich befinde mich hier in Zürich, also gebe ich ein Europe/Zürich. Das kann aber auch Europe/Berlin sein oder je nachdem, wo du dich gerade befindest. Als nächstes werde ich gefragt, ob ich für die Internetverbindung einen Proxy-Server benötige. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Das kann zum Beispiel in Firmennetzwerken vorausgesetzt werden. Dann müsstest du den hier angeben. Ich sage jetzt hier also Nein. Jetzt werde ich gefragt, welchen NTP-Client, also einen NTP-Client, das lernt ihr übrigens auch bei mir im Linux-Kurs, also bucht unbedingt den Linux-Kurs auf linuxkurs.ch, dort lernt ihr das genau im Detail wieder einzustellen geht. Jetzt fragt er mich auf jeden Fall, welchen NTP-Client ich hier für die Zeitsynchronisation benutzen möchte. Da gibt es jetzt Busybox, OpenNTPD, Crony oder gar keinen. Ich empfehle euch Busybox, denn Busybox ist sehr schlank und wirklich sehr leichtgewichtig. Crony und OpenNTPD sind schon rechte Brocken und die brauchen recht viele Ressourcen. Jetzt fragt er mich hier, welchen Mirror ich für die Paketinstallation verwenden möchte. Denn nicht alle Pakete sind bereits auf der ISO enthalten und einige Pakete werden während der Installation aus dem Internet heruntergeladen. Ich bestätige es hier mit Enter und dann wählt er automatisch einen Mirror, nämlich das CDN aus. Jetzt kann ich hier einen User angeben und da müsst ihr aufpassen, da dürft ihr jetzt nicht einfach Enter drücken, denn hier wird als allererstes, also es ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, wie man vielleicht meinen kann, sondern hier müsstest du jetzt deinen Usernamen angeben. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel mal Leo ein und dann gebe ich hier jetzt nochmal Leo ein und kann jetzt hier ein Passwort für mich vergeben. Das muss ich dann nochmal wiederholen und dann könnte ich jetzt hier noch einen SSH-Key angeben. Das möchte ich jetzt nicht, denn ich brauche das nachher erst und kann das nachher nachrüsten. Jetzt werde ich gefragt, welchen SSH-Server ich verwenden möchte. Ich empfehle euch hier den OpenSSH-Server zu verwenden. Der ist zwar etwas schwergewichtiger als zum Beispiel der Dropbeer SSH-Server, der ist wirklich sehr leichtgewichtig, aber der OpenSSH-Server ist sehr sicher und wird weltweit am meisten verwendet. Ich sage jetzt hier also einfach Enter. Jetzt werde ich gefragt, welche Disk ich denn verwenden möchte für mein Alpine Linux und muss dann da diese Device Nodes, also den Device-Namen, in dem Fall SDA, angeben. SDA und Enter. Und hier gibt es jetzt verschiedene Partitionslayouts, aus denen ich wählen kann. Ich empfehle euch Sys zu wählen, das ist am einfachsten. Ihr könntet aber auch zum Beispiel Crypt wählen, wenn ihr ein verschlüsseltes System aufsetzen möchtet. Oder LVM, falls ihr LVM nutzen möchtet. Jetzt sagt er mir, dass meine Disk bei der Installation gelöscht wird. Das möchte ich natürlich. Ich bestätige das hiermit Yes. Jetzt wird im Hintergrund schon das Filesystem erstellt. Also meine Partitionen werden nach der Vorgabe Sys aufgebaut und es wird bereits mit der Installation von Alpine Linux begonnen. Die Installation von Alpine Linux geht erstaunlich schnell, denn es sind, wie gesagt, ganz schmale Pakete und ihr werdet das auch feststellen, der Paketmanager APK, der ist sowas von schnell. Ich habe keinen anderen vergleichsweise schnellen Paketmanager überhaupt
jemals gesehen. Also das ist wirklich eindrücklich, was die Distribution da leistet. Ein weiterer Vorteil von Alpine Linux ist, dass du immer sehr aktuelle Pakete enthältst. Also Alpine Linux ist sehr fleißig im Paketieren. Die haben eine tolle Paket-Maintainer-Community, die da jeweils neue Versionen von den Paketen bereitstellen. Es gibt da einmal den Stable-Zweig, dann gibt es auch noch sowas wie Rolling, der heißt Edge. Wir nutzen jetzt hier aber den Stable-Zweig, denn die Stable-Variante wird auch regelmäßig aktualisiert. Hiermit ist die Installation von Alpine Linux bereits abgeschlossen. Ihr könntet jetzt Reboot eingeben, um in das neu installierte System zu starten. Ich mache das jetzt hier mal und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Jetzt muss ich natürlich hier noch die ISO entfernen. Er hat jetzt hier im Hintergrund noch die ISO dran gehangen. Ich schalte das jetzt nochmal ab, also ich entferne die ISO. In meiner virtuellen Maschine kann ich einfach entfernen und kann dann nochmal einen Neustart erzwingen, indem ich hier ein Ctrl-Alt entfernen, sende. Und jetzt sollte er auch direkt von meinem so installierten System booten. Das ist der Bootloader, also da kommt SysLinux zum Einsatz, auch nicht GUAP, wie vielleicht sonst kennt, sondern SysLinux ist auch wieder was anderes. Sehr leichtgewichtig, einfach zu bedienen, also das zeichnet wirklich Alpine Linux aus. Und jetzt bin ich hier schon, ihr seht hier, das ist in wenigen Sekunden gestartet, jetzt bin ich schon auf meiner Alpine Linux VM, die installiert worden ist. Und er hat all die Dienste, die ich angefordert habe, bereits eingerichtet. Jetzt kann ich hier mal mich einloggen mit Root oder dem User, den ich vorher angegeben habe. Und jetzt seid ihr schon auf eurer Alpine VM. Jetzt könnt ihr natürlich das Ganze noch ausrüsten, zum Beispiel mit einer Desktop-Umgebung. Denn ihr seht, standardmäßig ist hier gar kein Desktop dabei. Dazu könnt ihr zum Beispiel den Befehl setup-desktop eingeben und hier werdet ihr gefragt, welche Desktop-Umgebung ihr denn verwenden möchtet. Ich habe Alpine Linux bereits mitgenommen und mit XFCE getestet. Ihr könnt auch mal die anderen Desktop-Umgebungen wie Plasma oder Mate ausprobieren. In dem Fall wähle ich jetzt allerdings mal hier XFCE. XFCE ist sehr leichtgewichtig, das eignet sich und passt auch wirklich gut mit dieser Distribution zusammen. Und GNOME funktioniert allerdings auch erstaunlich gut. Das müsst ihr halt ausprobieren. Hier werden jetzt alle wichtigen Pakete, die für die Desktop-Umgebung benötigt werden, bereits im Hintergrund installiert. Ich empfehle euch auch jeweils immer einen Blick auf das Wiki von Alpine Linux, wiki.alpinelinux.org. Und dort könnt ihr auch nach den entsprechenden Sachen nochmal suchen. Zum Beispiel die Grafikkartentreiber, da müsst ihr einiges bedenken. Oder auch im Bereich der Desktop-Umgebung, dort findet ihr noch wichtige Tipps, die ihr befolgen solltet. Dieses Installationsskript, das richtet euch wirklich nur ein Basissystem ein. Also erstmal eine Basis-Desktop-Umgebung, da fehlt halt noch einiges. Ich selbst habe auch schon mehrere Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Die findet ihr auf linuxnews.de und auf gnulinux.ch. Ich verlinke euch die auch natürlich unten unter dem Video. Da könnt ihr nochmal nachlesen, denn dort habe ich im Detail beschrieben, wie ihr euer System weiter ausrüsten könnt. In der Zwischenzeit, wo er das hier installiert, schauen wir uns doch parallel nochmal kurz das Wiki an. Ich gehe jetzt hier auf wiki.alpinelinux.org. Und sehe jetzt hier die verschiedenen Kategorien. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel nach XFCE suchen und da findet ihr schon wichtige Informationen. Also hier könnte man XFCE auch manuell installieren. Wir müssten jetzt zum Beispiel auch noch das Setup udev ausführen, damit wir das udev-System entsprechend installieren. Also da gibt es noch einige Nachholarbeiten, die da ausgeführt werden sollen. Also standardmäßig wird hier zum Beispiel beim XFCE, bei der XFCE-Installation auch der LightDM schon installiert. Ihr müsst das hier jetzt nicht nochmal nachträglich nachholen, das wird automatisch gemacht, aber einige Sachen fehlen halt noch, also zum Beispiel die Sprachunterstützung und vieles mehr. Ich schaue jetzt nochmal auf linuxnews.de und gebe da jetzt mal in der Suche, das könnt ihr auch einfach machen, in linuxnews.de aufrufen und in der Suche dann einfach mal Alpine Linux oder Alpine eingeben und dann solltet ihr meinen Artikel zu Alpine Linux mit XFCE auch schon finden zum Nachlesen. Da ist das schon. Und da beschreibe ich das Ganze auch nochmal im Detail. Also hier ist nicht nur die Installation beschrieben, nochmal in Schriftform, wie wir sie jetzt besprochen haben,
sondern auch zum Beispiel, wie du dein Keyboard-Layout für den X-Server ändern kannst, wie du Pipewire installieren kannst als Audiosystem oder wie du die Sprachunterstützung nachrüsten kannst. Also da sind noch wirklich wichtige Informationen. Ich empfehle dir das nach deiner Alpine Linux Installation auch nochmal genau durchzulesen. Und zu all diesen Themen, also jetzt zum Beispiel auch zu Pulse Audio oder zu Lokalisierung oder zu Zusatzpaketen zur Bash, also standardmäßig kommt zum Beispiel nicht die Bash zum Einsatz, sondern die Ash-Shell, das ist nochmal was anderes. Oder zum Beispiel kommt standardmäßig bei Alpine Linux nicht sudo zum Einsatz, sondern doS. Und hier beschreibe ich auch, wie man jetzt zum Beispiel sudo installiert oder den Network Manager zur Netzwerkverwaltung. Das ist auch noch ganz gut, insbesondere wenn ihr mit eurem Laptop häufiger unterwegs seid. Und hier wird auch nochmal die Flatpak-Installation im Detail beschrieben. Die Aktualisierung deines Systems erfolgt dann nachher mit APK, und zwar mit den Befehlen apk-update und apk-upgrade. Und so kannst du dein Alpine Linux System einfach schnell aktuell halten. Das können wir uns jetzt hier auch nochmal anschauen. In der Zwischenzeit hat er jetzt hier den Desktop auch schon installiert, also das hat er gemacht, und nach einem Reboot sollte der auch schon zur Verfügung stehen. Jetzt gucken wir als allererstes aber trotzdem nochmal die UDEF-Geschichte an. Nehmen wir hier Setup -dev UDEF noch eingeben, das ist noch wichtig. Und jetzt wird UDEF hier im Hintergrund auch schon aktiviert. Wir können jetzt nochmal versuchen, ob der Reboot schon was bringt, ob wir dann schon ein laufendes Desktop-System hier jetzt in dem Fall mit XFCE haben. Dann schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Auch jetzt zum Beispiel zu SysLinux, zum Bootloader, denn der verhält sich wie gesagt ein bisschen anders als Grub, findet ihr wichtige Informationen im Alpine Linux Wiki. Jetzt startet er hier mein System schon durch und ich habe tatsächlich schon eine grafische Oberfläche. Jetzt schauen wir doch mal, ob ich mich da anmelden kann. Da muss ich noch gucken, dann muss ich mich an das Passwort erinnern, was ich bei der Einrichtung angegeben habe. Das Root-Passwort weiß ich noch, das solltet ihr natürlich erinnern, das ist wichtig. Sonst könnt ihr das natürlich, wenn ihr das Root-Passwort habt, auch mit dem passwd-Befehl noch ändern. Dazu habe ich übrigens auch ein eigenes Video noch gemacht. Ihr habt jetzt hier also schon einen lauffähigen Alpine Linux Desktop. Den könnt ihr jetzt auf eure Bedürfnisse hin anpassen. Und ich bin ganz gespannt, was ihr mir da berichtet. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich finde es eine tolle Distribution. Ich empfehle euch wirklich mal einen Blick darauf zu werfen. Es ist für mich die Distro, die am vielversprechendsten ist heutzutage und die ich wirklich jedem, der sich wirklich intensiv mit Linux auseinandersetzen will, auch ans Herz lege. Ich würde mich freuen, wenn du mich auch in unserer Telegram-Community besuchst und wir können uns dort über deine Erfahrungen austauschen. Bis bald und